Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Ich will euch heute mal zeigen, wie ihr ganz einfach Bratwurst macht. Es ist jetzt nicht die typische Bratwurst, weil wir nehmen dafür nämlich gehacktes statt richtig Fleisch. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie ihr so eine ganz einfache Bratwurst zu Hause machen könnt, ohne viel Elektrogeräte, ohne alles. Und deswegen nehmen wir gehacktes. Und was wir dafür brauchen, zeige ich euch einmal am besten. Also 1 Kilo gehacktes. Die Gewürze sind auch immer so für 1 Kilo. 1 Gramm Muskat, 4 Gramm Pfeffer, 19 Gramm Salz. Chilis tun wir gleich so nach Belieben rein, das müsst ihr jetzt natürlich nicht machen. 5% Wasser von der Fleischmenge. Und Darm und ein Eiweiß. Und das ist jetzt nur Rinderhack, weil man hier nur Rinderhack zu kaufen kriegt. Ihr könnt das natürlich gerne mit Fleisch, mit Schwein mischen. Ihr könnt natürlich halt auch gemischtes gehacktes nehmen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet, aber ich will euch halt einfach mal diese ganz einfache Art zeigen. Das Fleisch habe ich hier auf Eis stehen, weil es heute sehr warm wird. Oder es ist schon dabei, sehr warm zu werden. Aber ich fange einfach mal an. Achso, und das ist jetzt der Wurstfüllaufsatz von meinem Fleischwolf, der das leider nicht mehr schafft. Deswegen mache ich das von Hand. Ihr könnt dafür aber auch einfach einen normalen Trichter zum Beispiel nehmen. Geht super. So, ich tue jetzt mal die Gewürze in das Eiweiß. Und verrühre mir das einmal. Und ich sage halt auch wirklich dazu, weil es gibt ja viele Streitigkeiten beim Wurstmachen. Also das ist mein Rezept für unsere grobe Bratwurst quasi. Das ist nicht, dass ich sage, ihr müsst das so machen, das ist die richtige Art. Achso, genau, bevor wir anfangen, einmal, der Darm muss ungefähr 15 Minuten in dem Wasser liegen, damit er sich also ein bisschen aufweicht. Und, muss ich mal den Anfang finden. Der muss nämlich einmal ausgespült werden nochmal. Ja. Ich mache das immer einmal erstmal so. Jetzt habe ich ihn mir verknotet. So, und nochmal. Die sind ja eigentlich sauber, aber man macht es halt trotzdem. Damit man den auch gleich besser aufgezogen kriegt. Und das dann immer so, da kommt da immer ein bisschen Wasser rein. Und dann einmal durchlaufen lassen. So. Können wir uns am besten auch schon mal aufziehen, dann, wenn wir gerade hier dabei sind. Machen wir das immer noch mal so ein bisschen nass. Wie gesagt, ihr könnt da auch einfach nur einen Trichter mitnehmen. Das ist jetzt einfach nur die schnelle Art, wie man das macht. Nicht die richtige. Das ist mir jetzt ein bisschen zu lang hier, weil das bleibt dann nicht da drauf. Deswegen schneide ich mir den einfach mal ab. Lass das jetzt nochmal da drin liegen, bis das gehacktes fertig ist. Jetzt ziehe ich mir nämlich mal zum Manchen Handschuhe an. So, mal Minuten fertig. Das Wasser tue ich auch schon mal rein. Dann kann sich das auch alles noch ein bisschen mehr vermischen. So. Und jetzt nehme ich... Ach so, genau, stimmt. Ihr braucht doch eine kleine Nadel. Zeige ich euch gleich wofür. Jetzt tue ich mir das hier in das Fleisch. Wenn mir das hier zu kompliziert wird, dann nehme ich die Schüssel hier aus dem Eis raus und stelle die nachher wieder drauf. Ihr könnt das hier natürlich auch mit der Küchenmaschine machen, weil die Küchenmaschine hat jetzt nicht wie der eigene Körper so viel Hitze. Weil dadurch, dass man das mit den Händen, ich jetzt mit den Händen knete, kommt da natürlich sehr viel Wärme an die Wurst. Aber ist halt mit der Küchenmaschine jetzt natürlich nicht so. Aber ja, das ist mir nämlich jetzt schon zu hoch. Und jetzt einfach nur verkneten quasi. Ich zeige euch gleich, wie das aussehen muss. Also ihr müsst es schon ein paar Minuten machen. Wahrscheinlich lachen sich die Metzger jetzt ein ab. Das ist mir egal. Ich mache halt immer nur meist so 500 Gramm oder Kilomengen.
Und dadurch, dass das ja nur für uns ist, reicht mir das auch mit dieser Methode ohne Wurstfüller, ohne Fleischwolf, alles. Soweit müsste das jetzt schon gut sein, wenn das so Fäden zieht quasi. Seht ihr das alles? Dann soll das gut sein und da habe ich auch die Erfahrung. Ach ja, jetzt, Mist, jetzt haben wir ja gesagt, wir machen das komplett mit Chili. Dankeschön. Mein Mann hat mir mal eben hier die Chilis aufgemacht. Aber wie gesagt, die müsst ihr da jetzt nicht reinmachen, aber wir mögen das. Menge kann ich euch jetzt nicht sagen. Viel. So, und jetzt können wir eigentlich schon die Wurst machen. Die Nadel irgendwo am besten sichtbar hin tun. Weil die verschwinden immer komischerweise beim Wurstmachen. Bei mir zumindest. So, jetzt nehmen wir uns hier den Darm. Mal so. Ich mache mir da jetzt einen Knoten rein. Fragt mich bitte nicht nach der Darmgröße. Das ist der einzige, den wir hier beim Metzger kriegen. Oder an der Fleischtheke. Deswegen nehme ich den. Und jetzt einfach reinfüllen. Die Nadel zeige ich euch am Ende, wofür die gut ist. Oder heißt, ne, kann ich euch jetzt schon zeigen. Eigentlich, um die Luft rauszulassen. Gerade am Anfang war mal so eine Sache. Nur am besten halt mit einer dünnen Nadel, weil mit einer dicken, dann macht ihr euch den Darm kaputt und dann reißt der nachher. So habe ich nämlich auch die Wurst für mein Bratwurstvideo gemacht. Wichtig ist halt auch, wenn ihr da nicht nur eine Wurst draus machen möchtet, wie ich in dem letzten Video, sondern mehrere, dann dürft ihr die nicht zu eng, ich mache mir da zwischendurch immer noch so ein bisschen locker, dann dürft ihr die nicht zu eng, zu voll machen, weil sonst, wenn ihr die nachher abbindet quasi, dann reißt der Darm. Das ist mir auch schon beim ersten Mal passiert. Ist auch ganz normal, das sind absolut menschliche Fehler. Und ich weise gerne darauf hin. Lieber ein bisschen zu viel Luft da drin oder Platz als zu stramm. Also seht ihr, so kriegt ihr die Luft da raus. Ich befinde mich jetzt im Endspurt. Der Darm könnte ein Tick zu kurz sein. Das sehe ich gleich. Wenn ich das Ganze nochmal abtaste, quasi, ob die jetzt nicht zu eng ist. Aber zur Not einfach noch mal ein Stück Darm drauf und dann passt das wieder. Ja, der könnte echt zu knapp sein. So, jetzt. Ja, jetzt taste ich mir den nur einmal ab, dass der Weg nicht zu eng ist. Da müsst ihr ein Gefühl für kriegen. Da mache ich jetzt noch kein Ende rein, keinen Knoten rein, weil jetzt binde ich mir die ab und dann kann sein, dass das nämlich immer nur aufgeschoben werden muss. Dann machen wir die so groß. Und dann einfach drehen. Jetzt für die nächsten Würstchen. Einmal ungefähr, dass es die gleiche Länge hat. Das ist jetzt nicht professionell. So. So. Und Und jetzt könnt ihr euch das wieder hier ungefähr das Maß nehmen.
jetzt kann ich nämlich hier den Knoten. Nee, ich lasse das. Muss ja auch kein Knoten drin sein. Das war jetzt nur zum Befüllen. So, als nächstes, ja, wenn noch was ist, die Luft rausmachen. Da ist ja jetzt echt nicht mehr viel drin. Dadurch, dass ich das halt beim Wurstmachen noch immer wieder rausgedrückt habe. Jetzt drehe ich mir die nochmal einmal um. Auch nichts mehr. Da ist auch schon ein bisschen Wurst drauf. Die legen wir uns jetzt erstmal nochmal für 15 Minuten in den Kühlschrank, damit der Darm ein bisschen trockener wird und dann kann man die eigentlich hier durchschneiden. Weil der muss halt ein bisschen antrocknen, damit der ein bisschen fester wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Würstchen waren jetzt Viertelstunde, halbe Stunde ungefähr im Backofen. Jetzt im Backofen, im Kühlschrank. Jetzt könnt ihr die nämlich einfach durchschneiden und ihr seht, das bleibt zu. Nur diesen riesen Knops, den mache ich immer erst nach dem Braten ab. Und dann einfach nur durchschneiden und dann könnt ihr die braten, nutzen, wie ihr mögt. Mein Mann hasst das immer, wenn ich Bratwürstchen mache und daraus ein Hackbällchen. Ich bin schon so aus Deutschland gewohnt, ich habe immer die Bratwürstchen geholt, weil da halt Mett drin ist und nicht nur gehackt ist. War schön gewürzt schon vorher. Aber die Würzung ist ja wie das Mett in Deutschland. Oder für mich vom Geschmack her auf jeden Fall. Und das ist das kleine Reststück. Guck mal, ob ich das jetzt so zugeknotet kriege. Das, was was ich rausgedrückt hatte aus dem Darm. Das war halt jetzt noch über. Zu dem Darm wollte ich noch sagen, uns wurde gesagt, man soll den in Salz, also so richtig schön mit Salz quasi einreiben. So. Das habe ich auch gemacht. Ich habe den immer eingefroren. Wenn ich den brauche, taue ich mir den einfach auf, schneide mir dann ein Stück ab, den Rest friere ich wieder ein. Nur halt wirklich viel Salz. Auch wenn ihr jetzt das in die Schüssel tut, da braucht ihr jetzt nicht noch extra Salz reinmachen, das ist ja dann genug an dem Darm. Wie gesagt, ihr könnt die jetzt braten, ihr könnt da Hackbällchen draus machen, wie ihr mögt. Das war's jetzt mit meinem einfachen Bratwurstvideo, also wie man halt einfach aus gehacktes Bratwurst kriegt. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke und dann verpasst ihr auch keins meiner Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Einfach abtrocknen. So. Kurz Pause machen. Kannst du einmal aufmachen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert